Bitte euer Applaus für Matthias Matze Möller. Schön, dass du da bist. Und damit ist die Bühne deine. Das Matze hast du mir ja eben noch rübergegeben. Das liebe ich immer, wenn es so sehr persönlich wird. So ist die Branche ja auch. Du hast dein Publikum hier und wir folgen dir mal bei dem, was du uns an Überblick vorbereitet hast. Wohl an. Dann gehe ich mal ganz klassisch hinter dir runter, genau. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Tag hier am ersten Tag der LeadCon 2025. Das Thema Standards der Qualität der Veranstaltungswirtschaft von der Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft. Mein Name wurde schon gesagt, was ich so mache, auch schon. Da wurde gesagt, er darf auch ehrenamtliche Sachen machen. Ja, ich bin in der Normung tätig und bin in mehreren Verbänden aktiv oder stehe den Verbänden, die Mitglieder, ordentliche und angeschlossene oder unterstützende oder fördernde Mitglieder von irgendwelchen anderen Verbänden sind. Alles, was irgendwie unter diesen IGVW-Schirm passt, da spiele ich mit. Bin auch noch bei den fliegenden Bauten unterwegs und noch ein paar andere Sachen, die ich hier alle gar nicht hingeschrieben hatte. Thema heute sind Standards der Qualität, kurz SQ. Haben wir so genannt, weil das im Englischen genauso passt als Standard of Quality. Die Entscheidung liegt 18 Jahre zurück und seit 2010 gibt es die ersten Qualitätsstandards der Veranstaltungswirtschaft. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen und es gab im Laufe der zeitlichen Entwicklung immer mehr von diesen Standards und sie haben mittlerweile einen Stellenwert erreicht, der vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Aber mit dem Bewusstsein, mit der Kenntnis, dass es das so gibt, kann man Vorteile erlangen, wenn man denn nur das Wissen hat. Und das Wissen biete ich euch heute zum Mitnehmen an. Im Jahre 2007 bekam ich irgendwann im Juni einen Anruf von der damaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft, DTHG. Hallo Matthias, hast du morgen Zeit? Ich so, was ist denn? Gibt's Bier? Nee, da ist ein Treffen in Hannover, da treffen sich ein paar Verbände und da sollte eigentlich der Bernd hin, aber der versteht sich mit dem Florian so schlecht und jetzt ist der Bernd auch noch krank geworden. Kannst du für uns da hinfahren? Ich komme auch. Und bin ich da hingefahren, total unvoreingenommen und seitdem bin ich dabei. Es waren 4 Verbände seinerzeit, neben der eben schon genannten DTHG, der EVVC, der FAMAP, der jetzt Forward heißt, und der VPLT, in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsberufsgenossenschaft und dem Arbeitskreis der Sicherheitsingenieure der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, die in ihrer Vereinigung kein Logo haben. Deswegen ist da einfach nur so ein Rahmen. Heute ist die IGVW ein Verein und kein loser Schulterschluss mehr. Und in dem Verein sind Vereine und Verbände Mitglieder. Und Unternehmen, die Bildungsträger oder Dienstleister sind mittlerweile auch dabei. Ihr könnt die vielen Logos sehen. Das kleine, zarte Pflänzchen, was über so einen Handshake entstanden ist, ist ziemlich groß geworden. Weiterhin unterstützt von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, die ein bisschen mehr Power mitbringt als nur die einzelne BG, damals die VWG. Der AKSI ist weiterhin mit dabei und die Vereinigung der Sicherheitsfachkräfte in der Veranstaltungstechnik. Das sieht erstmal gewaltig aus, wenn man sich das so vorstellt, wer da alles Mitglied ist. Ja, und tatsächlich ist es auch so. Sieht man nur nicht. Diese Standards der Qualität, die definieren das erforderliche Qualitätsniveau von Dienstleistungen in der Veranstaltungswirtschaft. Das ist als Selbstbezichtigung erstmal ziemlich getrommelt, aber es hat sich tatsächlich gezeigt, dass das, was da drin steht, von den meisten Akteuren in unserer Branche getragen werden kann. Kommt selten, dass jemand sagt, ihr habt da totalen Quatsch reingeschrieben, das ist alles Mist. Das passiert meistens erst, wenn so ein neuer Standard entsteht, wie aktuell gerade passiert, erzähle ich etwas später. Ja. Und diese Qualitätsstandards oder Standards der Qualität, kann man sagen, wie man will, die berücksichtigen die aktuelle Rechtslage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eines entsprechenden Standards und beschreiben auf der Grundlage die speziellen Arbeitsverfahren und die notwendigen Kompetenzen in unserer Branche, was von allen anderen Branchen nicht verstanden wird, was wir hier machen in unserer Mikrokosmos-Veranstaltungswelt.
immer schwarz gekleidet, ständig am Arbeiten, nie zu sehen. Ja. Und es gibt eine Übersicht der anzuwendenden Rechtsgrundlagen, Normen und Anforderungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und wenn wir Arbeits- und Gesundheitsschutz lesen und mit dem Titel alles nach Norm vergleichen oder übereinander bringen wollen, stellen wir irgendwann fest, oh, da gibt es Unterschiede. Die Normierung, die definiert den Stand der Technik. Was die Verbände machen können, ist, die Anforderungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz mitgestalten und beschreiben. Wie erreiche ich denn Schutzziele, zum Beispiel von Unfallverhütungsvorschriften? Da sind wir mittlerweile auch angekommen. Ich versuche den Spannungsbogen ein bisschen größer zu bringen. Gucken wir uns nur erstmal die Grundlage an, beziehungsweise das Grundprinzip von diesen Standards. Ja, der Qualität, da gibt es O, P und Q, das steht für Organisation, Praxis und Qualifikation. Bei der Organisation finden wir auch Beschreibung von gängigen Arbeitsverfahren von Gewerken in unserer Branche. Und was bisher veröffentlicht wurde, ist im Bereich der Organisation ein Standard, der beschreibt die Organisation und die Arbeitsverfahren im Veranstaltungsrigging. Wir haben seit einiger Zeit den SQO 6, der beschreibt die Funktion der Veranstaltungsleitung. Das war notwendig, weil in der Musterversammlungsstättenverordnung von 2002 und nachgeordneter Fortschreibung steht zwar immer drin, Veranstaltungsleitung ist notwendig, aber wer das machen darf, machen soll und wer es auch können muss, steht da nicht drin, steht hier drin. Und relativ neu noch der SQO 9 zur Arbeitsschutzorganisation, speziell in der Veranstaltungstechnik. Kleines Baustellenschild vor dem SQO 6, der ist in der Fortschreibung und so gut wie fertig. Dort wird noch auf 2 neue Grafiken gewartet. Und dann kann man sich vorstellen, dass der innerhalb der nächsten circa 6 Monate meistens zur Frühjahrsmesse in Frankfurt veröffentlicht wird. Ja, wer da Interesse dran hat, der guckt da mal nach. Auf igvw.org gibt es alle aktuellen Informationen. Lohnt sich immer mal da zu stöbern. Im Bereich der Praxis finden wir zurzeit noch die meisten Qualitätsstandards. Dort haben wir den SQP1 Traversen, das war einer der Urstandards, das war einer der 3 ersten veröffentlichten IGVW-Standards, der damals auf den SR-Schriften des VPLT aufbaute. Der ist zurzeit in der Bearbeitung und ist fast fertig. Da gibt es gleich auch einen kleinen Spoiler vorab, was da so zu erkennen ist. Der SQP2 Elektrokettenzüge ist ein paar Leuten, die hier sitzen, durchaus bekannt. Ja, der wurde zuletzt im letzten Jahr überarbeitet, ist also ziemlich neu. Lohnt sich, die alten Hefte wegzuschmeißen oder zumindest wegzupacken und in das neue Dokument reinzuschauen. Auch in Überarbeitung derzeit ist der SQP4, die mobilen elektrischen Anlagen. Das hat auch einen besonderen Stellenwert bekommen, was ich euch gleich noch erzähle. Den SQP7 für den Dekorationsbau, der nicht nur für Theater- und Messebau anwendbar ist, sondern auch für viele Dinge, die konstruktiv in unserer Branche sind. Und wir haben den SQP8, den Brandschutz im Dekorationsbau. In der Qualifikation ging das alles los mit dem SQQ2, der Sachkunde für Veranstaltungsregeln, und kurze Zeit später mit dem SQQ1, der Kompetenz der Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik. Mittlerweile haben wir den SQQ7, die Berufsspezialistin für Tontechnik, SQQ8, die Sachkunde für die entsprechenden Nachweise von Brandeigenschaften gemäß SQP8 und ziemlich neu der SQQ10, Sachkunde für Informations- und Kommunikationstechnik, auch ICT kurz gesagt, im Level 1. Da ist noch mehr zu erwarten. SQP1 überarbeitet, fast fertig, bedarf noch des letzten Lektorats und Kontrolle des Layouts, bringt uns ein paar schöne neue bunte Bilder, die ihr in kurzer Zeitfolge sehen konntet, und einen neuen Anhang, ein Musterprüfprotokoll zur wiederkehrenden Prüfung von Aluminium- und Stahltraversen, so wie sie in der DIN EN 17206, die Norm für die Herstellung von solchen Traversen, die bringt uns einen Anhang, da ist es ähnlich drin. Wir haben es ein bisschen abgeändert, damit wir das Copyright nicht verletzen. Der SQP4 ist auch in der Überarbeitung. Das ist eine sehr, sehr große Gruppe von Personen. Deswegen ist die Frage oder die Antwort auf die Frage, wann ist das denn fertig? Ja, wenn es fertig ist.
Vermutlich aber ist man dort auch auf der Zielgeraden und wird innerhalb der nächsten 6 Monate dort ein Ergebnis erwarten können. Das ist relativ wichtig für alle, die mit Elektronen zu tun haben. Gibt es vielleicht gleich noch ein bisschen Informationen dazu. Ganz brandaktuell sehen wir hier die Deckblätter des SQQ 12.1 und 12.2. Das ist Berufsspezialist für Beleuchtungstechnik, eine Weiterbildung mit den Fachrichtungen Lichtsteuerung und Lichtsystemtechnik. Da gab es tatsächlich richtig Aufregung in den letzten Monaten. Die Kommentierungsphase endete am 27. September, ist also gerade abgeschlossen. Und diese beiden Entwürfe wurden über 1000 Mal runtergeladen von unserer Website. Und es gingen insgesamt Kommentare von 100 einsprechenden Personen und kommentierenden Personen ein. Da war richtig was los. Von toll, dass das mal niedergeschrieben wird, von bis zu, Moment mal, mein Programmcode ist mein künstlerisches Eigentum. Was wollt ihr da denn mit? Ja, oftmals wird viel missverstanden. Insbesondere bei den Standards über die Qualifikation wird von den meisten Menschen gedacht, da stünde drin, wer was darf. Das ist falsch, das muss ich sagen. Also wenn man einen SQQ kriegt, da steht nicht drin, wer was darf, sondern wer was können muss. Ja, wer was darf, das steht vielleicht in einem O oder einem P, aber in erster Linie in einem O, nämlich Organisation und Arbeitsverfahren drin. Im Q steht nur drin, der Lerninhalt, der vermittelt werden soll. Projekte. Es laufen viele Projekte mehr oder weniger schnell und hier erkennen wir relativ schnell in dieser Übersicht, dass zurzeit ein Organisationsstandard in der Entstehung ist. Das ist Organisation und Arbeitsverfahren mit und in Eventstrukturen. Und alle weiteren Projekte sind Q-Standards. Man erkennt dadurch eine Bewegung, eine Entwicklung, dass der Branche über die Verbände auferlegt wird, doch zusätzliche Qualifikationsanforderungen zu definieren, um Personen weiterzubilden, die möglicherweise schon eine Qualifikation in Form einer Berufsausbildung oder Fortbildung zum Meister erlangt haben und da noch was draufsetzen wollen. Das ist so der Grundgedanke. Da gibt es verschiedene Qualifikationsrahmen. Wir bewegen uns hier im deutschen Qualifikationsrahmen 3 bis 5, also bis knapp zur Höhe des Meisters. Ja, und wir sehen hier, es soll was über Inspizienz gemacht werden. Frequenzmanagement ist in der Entstehung. Die sind auch schon ziemlich weit. Da könnte sein, dass wir nächstes Jahr auch schon etwas haben. Ja, eine Basisqualifikation für Eventtechnik, also Casebremse im Fachjargon genannt. Ja, was muss die können, um sich nicht selbst beim Arbeiten umzubringen und die Kollegen nicht zu verletzen oder umzubringen. Ja, so wirklich basic bis schon ziemlich tief in einzelne Branchen reingehende Sachen, wie zum Beispiel ein Orchesterwart. Was macht der eigentlich? Hat der ein Wattestäbchen dabei oder fährt der LKW? Ja, oder weiß der, in was für ein Case welcher Kontrabass gehört? Der weiß alles. Ja, das ist nur nirgendwo definiert, das ist alles gewachsen. Ist eine ganze Menge zu tun und wie immer an dieser Stelle mein Aufruf, wenn sich jemand berufen fühlt, ja, oder da man nur mal wissen möchte, wie funktioniert das Ganze, kann sich gerne bei uns melden oder bei mir persönlich. Ja, wir nehmen gerne Personen an, die freiwillig auf ehrenamtlicher Basis daran mitarbeiten. 1, 2, 3 Leute sehe ich auch, die haben das schon durchgemacht, die leben noch, also ist nicht so schlimm, tut auch nicht weh, kostet auch nicht viel Geld, nur ein bisschen Zeit. Aber gut, Werbung genug dafür. Was haben wir mit den IGVW-Standards erreicht? Wie ich vorhin schon sagte, 2010 die ersten 3 veröffentlicht und dann kam erstmal eine ganze Zeit lang nichts. Und dann hat man sich langsam orientiert, was brauchen wir denn dringend, hat die Verbände gefragt und die Verbände haben ihre Mitglieder gefragt und die sagten, na, wäre ganz cool, wenn wir mal das und das hätten. Ja, das war also nicht so, dass sich da in dieser IGVW 5, 6 Leute treffen und sagen, jetzt stülpen wir der Branche mal was über und die müssen das dann so machen, sondern es kommt von den Mitgliedern der Verbände. Ja, es wäre ziemlich gut, wenn wir mal geklärt haben könnten, wie eigentlich die und die Qualifikation funktioniert oder wie sowas organisiert wird. Hatte ich schon ein paar Mal erzählt, aber es kommt aus der Mitgliedschaft. Und über die Jahre wurden, wie ihr vorhin gesehen habt, mehrere Praxis-, Organisations- und Qualifikationsstandards geschaffen und die waren einfach nur so da, Anwendung freiwillig. Mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen weiterentwickelt
Und im Regelwerk der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung finden wir mittlerweile Verweise auf IGVW-Standards. Das ist ein Erfolg, den wir nicht feiern, aber den wir billigend in Kauf nehmen oder zustimmend zur Kenntnis nehmen. Denn da hätte vor 18 Jahren, als das losging, niemals jemand mit gerechnet, dass das wirklich passiert. Ja. Und wesentliches Dokument ist die DGUV-Regel 115.002. Die trägt den gleichen Titel wie die Unfallverhütungsvorschrift 17 und 18, nämlich Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung. Diese Regel gibt es in Erstausgabe seit 2015 und darin enthalten sind dem Zeitgeist angepasste Empfehlungen und Durchführungsanweisungen zur Erfüllung der Schutzziele der Unfallverhütungsvorschrift 1718. Und die wurde zweimal fortgeschrieben und die aktuelle Ausgabe ist vom Mai 2024. Wer wusste das schon? Einen weiß ich. Aber ansonsten keine Ahnung? So, dann lernt ihr jetzt wirklich alle was. Also seit Mai 2024 finden wir eine Anpassung auf aktuelle Rechtsbezüge. Da steht da immer so drin, was denn da geändert wurde in so einem Dokument. Aktualisierung der Verweise auf einschlägige normtechnische Regeln und das Vorschriften- und Regelwerk und nur redaktionelle Änderungen. Die Gänsefüßchen bei dem nur habe ich da reingebaut, ja, weil die sind erheblich, die Änderungen. Und das ist gut zu wissen, wenn man in unserer Branche sich irgendwann mal für irgendwas verantworten muss, ja, dass man weiß, was man falsch gemacht hat. Paragraph 4 der Unfallverhütungsvorschrift 1718 heißt Standsicherheit und Tragfähigkeit. Natürlich lese ich das nicht alles vor, aber in der Regel steht drin, was man berücksichtigen muss, um Standsicherheit und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Ja, und eine Besonderheit ist hier drin, das Wort sollen hat sich da eingeschlichen. Und sollen bedeutet müssen, wenn man kann. Ja, das ist deutlich schärfer formuliert und dann finden wir eine Liste von Normen, die ich auch nicht alle vorlese. Ja, die müssen berücksichtigt werden, weil sie sollen berücksichtigt werden. Und unter diesen Normen taucht auf, natürlich in gleicher Schriftgröße, der IGVW Standard der Qualität SQP1 Traversen. Das heißt, zur Erfüllung des Schutzziels Paragraph 4 Standsicherheit und Tragfähigkeit sagt der gesetzliche Unfallversicherungsträger, guck in die EGVW-Schrift über Traversen nach. Wenn du das nicht machst, dann musst du schon sehr gut begründete andere ebenso sichere Handlungen und Tätigkeiten vollziehen, damit du keinen auf den Deckel kriegst, wenn mal was passiert. Ja, das ist so der erste Ankerpunkt, wo wir denken, oh, dann wäre das ja gar nicht so verkehrt, wenn wir ständig mit Standsicherheit und Tragfähigkeit zu tun haben, also Messebau oder irgendwas anderes, Ground Support in der Halle stellen. Guck mal mindestens da rein, dass du zumindest weißt, wie da was drin steht. Im Paragraphen 6 zur Absturzsicherung, da steht zu Höhenarbeiten in der Veranstaltungstechnik, siehe IGVW-Standard SQO2, Veranstaltungsrigging, Organisation und Arbeitsverfahren. Da steht siehe, das ist der Imperativ. Wer solche Durchführungsanweisungen schon mal gelesen hat, der hat oft gesehen, siehe zum Beispiel DIN sowieso. Ja? Das war ein Beispiel, wo man nachgucken könnte. Das zum Beispiel ist weg, da steht nur der Imperativ. Guck da rein, wenn es um Absturzsicherung geht. Paragraph 18, persönliche Schutzausrüstung. Die sind natürlich über europäische Verordnungen geregelt. Deswegen steht da auch nur drin, siehe auch IGVW SQO2. Ja, der hat sowieso einen ganz guten Stellenwert in der ganzen Sache. Die bestimmungsgemäße Verwendung maschinentechnischer Einrichtungen, Paragraph 25, ja, da steht bla bla bla, Bewegen und Halten von Lasten über Personen. Guck erstmal unsere eigene Informationsschrift, Lasten über Personen, aber guck auch bei den Traversen und bei den Elektrokettenzügen, was die IGVW geschrieben hat, ist hier anzuwenden. Bei den elektrischen Betriebsmitteln wird verwiesen, natürlich auf grundsätzliche Anforderungen bei Schutzmaßnahmen zum Schutz gegen den elektrischen Schlag, und das kommt auch immer wieder über die VDE 100 Teil 410 und zusätzlich IGVW-Standards SQQ1 für die Qualifikation und SQP4 für die praktische Handhabung und Umsetzung. Ja. Vorbeugender Brandschutz wird verwiesen auf den SQP8, Brandschutz im Dekorationsbau und die Qualifikation, um diese Versuche durchführen zu können. Und bei der Ausstattung steht ein Verweis
neben der klassischen Vorschrift 1, die immer da ist, und bei der übrigens auch ganz neu herausgegebenen 215/310 Sicherheit bei Veranstaltungen und Produktion, ein Verweis auf den IGVW-Standard SQP 7. Zusammengefasst sind das 7 Paragraphen der Unfallverhütungsvorschrift für unsere Branche, die meist konkret und in einem Fall nur informativ auf Standards der Qualität der IGVW verweisen. Da ihr die Regelausgabe 24 Mai noch nicht kennt, ist das jetzt alles neu für euch. Müsst ihr aber unbedingt mitnehmen, wenn ihr mal irgendwie damit zu tun habt. Sieht so aus und bei vielen Leuten, die sagten, ja, kennen wir, ja, kam hinterher meistens immer so, üblicherweise kommen dann noch Leute und fragen, da wusste ich alles nicht, wie ist das denn und was soll das überhaupt? Ihr wisst jetzt Bescheid. Dann gibt es da noch eine weitere Sache, DKE. Weiß jemand der Anwesenden, was die Abkürzung bedeuten könnte? Ist auch nicht schlimm, kann ich euch nämlich erzählen. DKE ist die Deutsche Kommission Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik, die gemeinsame Normungsorganisation von DIN und VDE, also dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik bei uns hier in Deutschland. Und die DKE ist verantwortlich für die Erarbeitung von Normen, Standards und Sicherheitsbestimmungen in den entsprechenden Bereichen, wie sie im Titel drin hat. Und da hat sich was ergeben, was für alle, die mit Strom zu tun haben, ziemlich interessant sein sollte, ja, automatisch wird, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass da jemand steht und sagt, warum machst du denn das so? Ja, da gibt es eine Normauslegung auf deren Website, eine sogenannte Verlautbarung. Und da geht es um Aufbauen, Inbetriebnehmen und Betreiben von mobilen elektrischen Anlagen in der Veranstaltungstechnik. Und da wird auf ein Komitee 221, die sind insbesondere für Schutz gegen elektrischen Schlag bei elektrischen Anlagen zuständig und die geben Hinweise, ja, für mobile elektrische Anlagen in der Veranstaltungstechnik, die ja vorübergehend errichtet, was nicht stimmt. Wir errichten nicht, sondern wir montieren oder stellen auf oder installieren, aber wir errichten nicht, weil errichten ist dauerhaftes Gebäude, aber ist nicht so schlimm. Ja, und weiterhin wird dann da erzählt, was ist denn Aufbauen, Inbetriebnehmen und Betreiben von mobilen elektrischen Anlagen der Veranstaltungstechnik? Das sind Sondernetze. Ja, und die kommen überall bei Produktionen und Veranstaltungen zum Einsatz. Und dann steht da, diese Sondernetze werden ab der Übergabestelle getrennt vom allgemeinen Versorgungsnetz aufgebaut und betrieben. Das ist eine Erkenntnis, die ist ganz neu. Und der nächste Satz ist dann noch prägender. Für diese Sondernetze sind Festlegungen in DIN-Normen des Normenausschusses für Veranstaltungstechnik, Bild und Film, kurz NVBF 4, also Arbeitsausschuss 4 im NA 149, zu finden. Das heißt, da steht schon etwas drin, dass wir brauchen gar nicht mehr in der mobilen Veranstaltungstechnik mit unseren Sondernetzen nach allen VDE-Geschichten gehen, sondern guck mal in die nationalen Normen, die bei DIN geschrieben werden, rein. Ja, die werden dann da auch genannt, die 15767 zum Beispiel. Und was grundsätzlich sowieso immer gilt, was auch nach der Norm für Veranstaltungstechnik gilt. Und am Ende der Seite steht dann noch ein bisschen was darüber, dass es bei fest angeschlossenen Anlagen, die dauerhaft in Veranstaltungsstätten installiert sind, selbstverständlich nach den VDE-Richtlinien geht. Ja? Und dann kommen da Anmerkungen und da wird plötzlich hinsichtlich der Qualifikation auf den SQQ1, nämlich die Kompetenz der Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik, verwiesen. Ja, und das gleich in einer zweiten Anmerkung nochmal. Und da wird auch noch der SQP 4, ja, was ist denn wie zu tun, referenziert. Und das ist ziemlich neu. Wer also mit mobilen elektrischen Anlagen der Veranstaltungstechnik zu tun hat, dem sei A, diese Rechtsquelle nahegelegt, beziehungsweise diese Erkenntnisquelle, findet man einfach bei der Suchmaschine seines Vertrauens DKE und Verlautbarung, Veranstaltungstechnik eingeben, dann kriegt man das schon und dann kann man sich mal ganz anders aufstellen. Da war ich schon. Ohne großen Trommelwirbel bin ich jetzt bei Fragen, die ihr fragen könntet. Ich kenne das, da meldet sich keiner. Ja, ich bin aber noch ungefähr 14 Minuten gleich da, dann könnt ihr mich noch fragen oder wir tauschen eben Kontaktdaten aus und dann können wir das hinterher klären. Ich sehe keine fragenden Personen, das stimmt nicht. Ich sehe viele sich fragende Personen. Was soll das und wie komme ich hier wieder weg? Das ist ganz einfach. Ich sage Tschüss, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit
Und wenn es euch gefallen hat, geht hinaus und erzählt es allen weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, haltet einfach die Schnauze. Dankeschön.